Die Erwartungen nach Misano waren sehr hoch. Wir haben extrem stark in der Endurance performt. Zwei Rennen, 2 Siege in unserer Klasse, Gesamttabellenführung, damit nach Österreich angereist. Die Fahrt nach Österreich hat natürlich viele positive Erinnerungen für Daniel und für mich. Hier haben wir letztes Jahr unser erstes GT4-Podium geholt. Da kommt man mit einem guten Gefühl nach Österreich angereist und das gibt einem schon viel Selbstvertrauen. Beim Red Bull Ring geht es in Turn 1 und Turn 2 sehr eng zu. Man kommt mit relativ viel Geschwindigkeit an und muss dann hart runterbremsen für Turn 1. Noch heftiger ist es dann bei Turn 2, wo man vom 5. Gang bis in den 2. Gang runterschaltet. Man muss dazu sagen, ich habe mich letztes Jahr sehr schwer getan auf der Strecke. Wir haben sehr viel Topografie. Es geht bergauf und bergab und gerade bei den Bergaufstücken habe ich schon recht viel Zeit verloren. Und ja, das muss man als Gesamtpaket dann sehen und gucken, wo man am Ende des Tages rauskommt. Vor so einem Rennwochenende geht man natürlich sämtliche Szenarien durch. Wo wird man im Qualifying stehen? Wie gut ist die Performance von einem? Wie gut ist die Performance vom Auto? Die Podiumsplätze in der Sprint GT gibt einem ein gutes Gefühl. Letztes Jahr war es doch deutlich durchwachsener, war ich deutlich weiter hinten. Da war es schwierig, nach vorne zu fahren und da habe ich ja auch kein Podium geholt letztes Jahr. Deshalb gibt einem das doch relativ viel Sicherheit und es zeigt, dass man sich auch fahrerisch weiterentwickelt hat. Und das ist schon ein schönes Gefühl und gibt einem viel Konfidenz für den Red Bull Ring. Es ist für mich eigentlich eine Ehre, hier zu sein mit Christoph. Macht immer Spaß, an den Wochenenden hier dabei zu sein. Die Entwicklung von letztem Jahr bis jetzt war schon auch gut von meiner Seite. Auch mit diesem Auto, im GT4 CS, macht es einfach immer wieder Spaß, auf den Strecken ans Limit zu gehen. Das ist ein Auto mit 425 PS, ist ein Mittelmotor, ist eigentlich zum Vergleich zum GT3 eher ein kleineres Auto, aber dafür muss man auch einen anderen Fahrstil anbringen. Also aerodynamisch haben wir auf dem Porsche GT4 CS guten Heckflügel. Können wir einstellen, ob wir mehr Aerodynamik haben wollen. Das bedeutet, dass wir weniger Topspeed haben. Mit einem steileren Flügel haben wir dann weniger Topspeed, aber mehr Speed in den Kurven, weil wir auch mehr Anpressdruck dadurch erzeugen können. Dann haben wir mechanischen Grip durch die Reifen. Wir haben einmal die Slicks. Nicht vergleichbar mit Straßenreifen. Wir erzeugen sehr viel Traktion auf der Strecke, deswegen auch sehr schnell. Wenn es anfängt draußen zu regnen, dann haben wir einen Regenreifen. Der hat Rillen drin, um einfach den Regen rausspülen lassen, sodass wir auch Traktion haben. Am Samstag haben wir in der Sprint GT ein freies Training, anschließend geht es direkt ins Qualifying. Das Freitraining lief tatsächlich nicht ganz nach Wunsch, es hat noch ein bisschen was an Zeit gefehlt. Wir sind dann noch mal intensiv ins Coaching gegangen mit Andi. Andi hat noch mal 1, 2, 3 Stellen aufgezeigt, wo ich Zeit gewinnen kann, wie ich das Auto noch mehr pushen kann. Das war sehr gut, weil im Qualifying konnte ich es dann entsprechend umsetzen. Bin 2 Rundenzeiten gefahren, die bis auf die Hundertstel genau identisch waren, was dann den Startplatz für Rennen 1 und den Startplatz für Rennen 2 ausmacht. Ich war dann noch mal in meiner 3. schnellen Runde unterwegs und dann ist leider der Abbruch gekommen. Der Atlas World Cayman GT4 hat sich rausgedreht in Turn 6, Turn 7. Und das gab dann eine rote Flagge. Damit war dann der Peak der Reifen überschritten und es hat aus meiner Sicht keinen Sinn mehr gemacht, rauszugehen. Mit 2-mal Startplatz 5 in der Klasse war ich relativ zufrieden und hatte eine gute Ausgangslage für beide Rennen. Nach dem Qualifying ging es am Nachmittag ins Sprint-GT-Rennen Nummer 1.
Ich bin auf der Außenseite gestartet. Das ist nicht die Seite der Pole Position, aber es ist für Turn 1 die bessere Seite, weil man den weiteren Bogen fahren kann, hat so die Möglichkeit, mehr Schwung mitzunehmen auf die lange Gerade Richtung Turn 2. Das ist mir meiner Meinung nach relativ gut gelungen. Ich konnte direkt Positionen gut machen, war zwischendurch auf Position 3 in der Klasse, bin dann aber im weiteren Rennverlauf nochmal nach hinten durchgereicht worden. Mit Platz 5, muss ich sagen, habe ich an dem Rennen mein Maximum erreicht und mehr war einfach an dem Tag nicht drin. Am Sonntagmorgen fahren wir das Qualifying in der Endurance. Unser Plan ist normalerweise, dass ich die schnelle Runde fahre für Startposition. Ich habe selber von mir eine Erwartung. Ich gehe jedes Mal ins Quali und sage, okay, das Ziel ist immer Pole. Da Daniel doch einen ganzen Ticken schneller ist, erfülle ich tatsächlich im Qualifying nur die Pflichtrunde. Sprich, ich mache meine Outlap, ich mache eine Zeitlap und ich mache die Inlap. Übergebe dann das Auto an Daniel. Daniel hat dann das Auto direkt übernommen von mir, ist sofort rausgefahren, hat 2 schnelle Runden gesetzt, ist dann in die Box gekommen. Wir haben dann nochmal die neuen Slicks aufgezogen. Es macht mir Spaß, ich meine, am Limit zu fahren. Und wenn du die Runde hinbekommst, ist das schon ein besonderes Gefühl. Am Ende hatten wir dann die Pole Position in unserer Klasse, zum 3. Mal in Folge, ein schöner Hattrick. Darüber haben wir uns natürlich alle sehr gefreut und zeigt, wie stark Daniel mit dem Auto performen kann. Ja, die Gegebenheiten haben sich verändert vom Samstag auf den Sonntag. Am Samstag war es relativ angenehm. Heute am Sonntag war es deutlich wärmer, das merkt man sofort. Wir fahren ohne Klimaanlage und dann schwitzt man entsprechend mehr und braucht die nötige körperliche Fitness, um das zu schaffen. Das ist schon deutlich anstrengender, wenn es draußen 27 Grad sind im Vergleich zu 15 oder 18 Grad. Das multipliziert sich natürlich im Auto auch hoch, die Temperatur, über Motor, über Fahrwerk und über die Bremsen und das erzeugt ordentlich Temperatur und dann wird es schon sehr warm bei uns im Cockpit. Der Start verlief nicht ganz so gut bei mir. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen in der Startvorbereitung, bevor die Ampel auf grün gegangen ist. Das hat einen größeren Gap erzeugt zu Steve, der vor mir gefahren ist. Und da war es schwierig, diesen Gap auf der Geraden zu schließen. Wir sind gut durch Kurve 1 durchgekommen mit der ganzen Meute. Aber dann zu Turn 2 hin wurde es doch etwas ruppiger unter den ganzen Piloten. Es ist ein Spiegel geflogen, ich weiß gar nicht von wem. Der rote Cayman rechts von mir hatte einen sehr späten Bremspunkt, ist dann in Steve auch reingefahren. Es gab ordentlich Zweikämpfe. Das wurde dann auch kurz unterbrochen mit einem Safety Car. Allerdings nur 2 Runden gab es das Safety Car. Es lagen Trümmerteile auf der Strecke, somit wurde die Strecke wieder gereinigt. Und dann gab es den Safety Car Restart. Da hatte ich den East Racing hinter mir. Konnte ich leider nicht hinter mir halten. Vor mir hat sich dann eine Dreiergruppe gebildet mit dem East Racing, Porsche, Osman und Steve. Die haben doch relativ ordentlich miteinander ausgeteilt. War dahinter quasi
in Pole Position, um den Blick drauf zu haben, habe drauf gelauert, dass die Jungs einen Fehler machen und sich vielleicht abräumen, und genauso ist es auch gekommen. In Turn 6 hat Steve dann ein Übersteuern bekommen, hat das Auto verloren, ist dann ins Schießbett rein, und somit konnte ich nochmal eine Position gewinnen, war zwischendurch sogar Dritter in der Klasse, und am Ende des Tages konnte ich mit Position 4 das Rennen in der Klasse abschließen. Leider knapp am Podium vorbei, immer schade. Man nimmt gerne den Pokal mit nach Hause, aber alles in allem natürlich ein zufriedenstellendes Wochenende. Das Auto ist heil geblieben in beiden Läufen. Das ist dann natürlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Klar steht man lieber auf dem Podium, aber war dann am Ende des Tages so. Wichtig ist für mich immer in den Sprintrennen, das Auto intakt zu lassen und dort zu überleben, weil wir dann natürlich kurz danach auch die Endurance-Rennen haben, und schwere Beschädigungen könnte man dann nicht reparieren, und das wäre natürlich dann der Ausfall. Und deshalb muss man dann gucken, dass man an dem Sonntag explizit gut durchkommt, dass keine Beschädigungen am Auto sind, sodass man gut auch in die Endurance starten kann. In der Endurance sind wir von Position 1 in der Klasse gestartet. Man hat natürlich in der Endurance immer die Verantwortung, dass man zu zweit das Auto fährt und dass man ein 100-Minuten-Rennen auch nicht in Kurve 1 gewinnt. Das vergisst der eine oder andere auch immer mal hier im Starterfeld. Und von daher geht es da auch, sich vielleicht ein bisschen mehr zurückzuhalten beim Start. Beim Start, letzte Kurve, wirst schon Vollgas. Nimm den Schwung mit auf die Gerade. Machen das jetzt. Also am Start, denke ich, hat er ein bisschen Pech gehabt. Der Vordermann hat sehr früh gebremst, hat nicht viel Schwung auf die Gerade mitgenommen, und da sind viele außenrum an ihm vorbei. Ich glaube, nach dem Start waren wir Vierter oder Dritter. Also nicht optimal, aber er hat danach den Abstand gut gehalten zu den Ersten, sodass es nicht mehr außer Reichweite ist. Ich habe 2, 3 Plätze am Start verloren und habe einen Moment gebraucht, bis ich mich eingekuft habe. Die Runde 1 war relativ schwierig. Ich kann im Nachgang gar nicht sagen, warum, aber ich habe es irgendwie nicht zusammengefahren bekommen, so wie ich es mir gewünscht hätte und so wie sich es auch die anderen im Team gewünscht hätten. Muss ich auf meine Kappe nehmen, ein bisschen ärgerlich. Ab danach ging es darum, das maximal zu pushen, gucken, dass der Abstand nach vorne nicht so groß wird, und natürlich zu gucken, dass man hinten raus einen größtmöglichen Vorsprung hat. Ich fahre immer den zweiten Stint, Christoph die ersten 40. Ich fahre dann 60 Minuten bis zum Ende. Natürlich, ich gehe in den Rennen und ich will unbedingt gewinnen, das ist für mich ganz wichtig. 40. Minute bin ich in die Box gekommen zum Pflichtboxenstopp, 4 Minuten Standzeit. Bin an unsere Position gefahren, habe das Auto abgebremst, Motor ausgeschaltet, dann haben wir gestartet mit dem Tankvorgang. Man hört überall das Knistern der Bremsscheiben, man merkt die Temperatur im Fahrzeug, man merkt, wie sich auch die Hitze im Fahrzeug entsprechend aufstaut. Plötzlich ruft Andi über den Funk Feuer, Feuer, und dann war große Aufregung, dass vorne links am Fahrzeug was gebrannt hat. Die Jungs waren sofort zur Stelle mit dem Feuerlöscher, haben einmal drauf gesprüht, und dann war das Feuer wieder weg und wir konnten weitermachen mit dem Tanken und mit unserem Pflichtboxenstopp. Nachdem das Tanken beendet war und der Schreckmoment sich gesetzt hat, bin ich dann ausgestiegen, habe das Auto an Daniel übergeben, und er ist dann in die zweite Rennhälfte gestartet. Ich habe das Auto auf P3 übergeben. Ich habe gewusst, der Abstand zum zweiten war gar nicht groß. 2 Runden nachdem ich ins Auto gekommen bin, habe ich gesehen, okay, da kommt jetzt der zweite rausgefahren. Der Abstand war am Anfang so 2, 3 Sekunden, den konnte ich ziemlich schnell schließen. Daniel ist dann letzten Endes in Turn 2 an ihm vorbeigekommen nach einigen Runden,
Hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Wir haben tatsächlich pro Runde 1 Sekunde knapp dadurch verloren. Danach konnte ich mich gut absetzen, Attacke Richtung P1. Viertelstunde vor Schluss habe ich den ersten eingeholt gehabt. Ich habe dann aber mitbekommen, okay, Vordermann hat 5 Sekunden Strafe. Dann war mein Job eigentlich, innerhalb den Track-Limits bleiben, dranbleiben. Wir wussten, dass Daniel schneller ist, dass er die bessere Performance hat. Wir standen in der Box, ich bin auf und ab gelaufen. Am Ende ist als Rennfahrer immer eigentlich für Moral das Beste, wenn du einfach auch als Erster über die Zielflagge fährst, aber bei sowas muss man nicht riskieren. Also bin ich einfach hinten geblieben, habe Druck aufgebaut, dann kurz vor Ende, ich denke 2, 3 Runden vor Schluss, hat er einen Fehler gemacht. Turn 3 konnte ich ausnutzen, bin vorbeigefahren und das hat uns dann nicht nur durch eine Zeitstrafe, sondern auch auf Track Position uns den Sieg gegeben. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo du dann an die Boxenmauer läufst, wo wir da alle zusammen stehen und ihn dann zujubeln. Das ist schon immer, da fällt einem ganz viel Anspannung ab und es ist fast der schönste Moment im ganzen Wochenende, wenn wir da alle stehen und am Jubeln sind. Ich denke, spannendes Rennen, hat Spaß gemacht und auf jeden Fall ein guter Abschluss zum Wochenende. Wir reisen jetzt hier in Österreich ab. Nächstes Rennen ist Oschersleben in der Magdeburger Börde. Ja, das Ziel ist ganz klar, wir wollen gewinnen.